Ein Plexiglaskasten, gestützt von 2 Plastiksäulen. Dahinter ein riesiges Poster zu einer Sitcom, die nicht mehr als 2 Staffeln überstanden hat. So präsentiert Reddit-User Yalek3that seinen Cory in the House Schrein. Ein Post mit 72.000 Upvotes, der eine Legende lostritt. Im Zentrum des Schreins steht das DS-Spiel zur Serie, das wie viele andere Games des Entwicklers Handheld Games eigentlich nichts weiter als billigster Lizenzschrott ist. Oder? Wie kann es dann sein, dass Disneys Cory in the House die Metacritic User Score Liste auf Platz 1 anführt, bis Claire Obscur es von der Spitze verdrängt? Wie kann es selbst heute noch in der Top 4 sein, vor Spielelegenden wie Chrono Trigger, Metal Gear Solid 3 und The Witcher 3? Wie kann man auf eBay über 300 € dafür verlangen? Lassen wir die Kenner sprechen. Cory in the House, das Spiel, das mein Leben verändert hat. Dieses Spiel hat meine Frau davon abgehalten, sich 09 von mir scheiden zu lassen. Cory in the House ist nicht nur das beste Videospiel, das je entwickelt wurde, es ist auch die emotional intensivste interaktive Erzählung, die jemals auf einer Handheld-Cartridge untergebracht wurde. Hinter den fröhlichen Sprites und der täuschend einfachen Mechanik verbirgt sich ein Werk voller tragischer Ambitionen, politischer Spannungen und schmerzlicher menschlicher Liebe. Die Geschichte alleine kann sich mit den Werken der größten Autoren der Geschichte messen und übertrifft diese oft sogar. Rettete meine Familie vor einem tödlichen Angriff somalischer Piraten. Ich war einmal ein trauriger, obdachloser Penner, der auf den Straßen von Nebraska lebte. Ich habe dieses Spiel auf einem Flohmarkt für meinen DS gekauft. In dem Moment, als ich anfing zu spielen, ließ ein Mann im Anzug und Krawatte eine Aktentasche voller Geld vor meinen Füßen fallen. Jetzt lebe ich in einer Villa in LA mit 3 Kindern und einer wunderschönen Frau. Danke, Cory in the House DS. Ich ging mit einer gewissen Ironie in Cory in the House hinein. Ich kam erleuchtet wieder heraus, verändert, wie neu geboren. Dieses Spiel ist nicht nur ein Handheld-Erlebnis, es ist ein politischer Thriller, eine Coming-of-Age-Geschichte und ein kulinarisches Stealth-RPG, getarnt als Disney Channel Cash Grab. Auf besagtem Disney Channel lief Cory in the House von 2007 bis September 2008, ein Spin-off der Sitcom That's So Raven und damit auch die allererste Disney Channel Spin-off-Serie. Der junge Cory Baxter zieht von San Francisco nach Washington DC, als sein Vater den Job als Koch im Weißen Haus annimmt, wo er dann offenbar Dwayne Johnson und Star Trek-Star George Takei trifft. Kinky's out! Die auf 3 Staffeln angesetzte Serie nimmt ein bitteres Ende, als Hauptdarsteller Kyle Massey einen Stunt selbst übernimmt und sich böse den Kopf anschlägt. Er kann zu den Dreharbeiten zurückkehren, doch seine Familie verklagt die Produktionsfirma, sodass nach dem kurz darauf erfolgenden Autorenstreit jegliche Fortsetzung gestrichen wird. Doch sie streichen nicht rechtzeitig, um das Cory in the House Videospiel für den Nintendo DS zu streichen, das im April 2008 erscheint. Und nein, nicht am 1. April, wie man hoffen sollte. Das hier ist bitterer Ernst. An und für sich ist diese Adaption nichts Besonderes, denn gerade in Amerika hatten viele dieser Kinderserien ein passendes Game, um 5-Jährige samt ihren Großeltern an der Supermarktkasse über den Leisten zu ziehen. So auch die Serie, in der Cory ursprünglich auftritt. That's So Raven. Das wird sogar gemacht von Vicarious Visions, den Entwicklern hinter der Crash Bandicoot Insane Trilogy. Einige dieser Studios scheinen den Bogen doch noch bekommen zu haben. Die Entwickler von Cory in the House Handheld Games gehören leider nicht dazu. Oder glücklicherweise, immerhin haben sie ein Ratchet & Clank Spiel gemacht. Für Handys. 2005er Handys. Also 2 Jahre vor dem ersten iPhone. Machen wir uns also nichts vor. Das Spiel hat hier nichts zu suchen. Aber was macht es dann hier? Das Meme beginnt, wie viele in dieser Zeit, auf 4chan, einem populären anonymen Imageboard, also einem Forum, in dem in erster Linie Bilder gepostet werden. Als im Juni 2012 Pokémon Schwarz und Weiß 2 vorzeitig in Japan erscheint, ist es auch hier, dass ein vermeintlicher ROM gepostet wird, um das Game mit einem Emulator spielen zu können. Beim Öffnen startet aber nicht etwa das Spiel, sondern eine Anime-Intro-Parodie mit dem Cory in the House Titelsong sowie der Einblendung seiner Charaktere.
Das ist der Ursprung des Memes, das über Jahre hinweg aufgegriffen wird, wenn jemand nach einer Anime-Empfehlung fragt. Schau Cory in the House, das ist mein Lieblingsanime. Er hat mein Leben verändert. Neues Leben bekommt das Meme eingehaucht, als Reddit-Nutzer Yalik3that ein Bild seines Schreins hier postet. Er kauft sich damals seinen DS, um Pokémon Platin zu spielen, bleibt stattdessen aber an dem Spiel hängen, das ein Freund ihm als schlechten Scherz schenkt. Über Wochen ist das Modul mit seinem DS verschmolzen und er genießt die Unbekümmertheit des Spiels, dessen One-Liner ihn ständig zum Lachen bringen. Als Fan der TV-Serie weiß er zu schätzen, dass das Spiel den Humor tatsächlich ziemlich gut einfängt. Und dass Leute aus dem Internet, die er erheitert hat, ihm gefundenes Cory-Merchandise zusenden, mit dem er seinen Schrein erweitern kann. Dieselben Leute, die Cory in the House nun nicht mehr nur als großartigen Anime vorschlagen, sondern auch als bahnbrechendes Videospiel bewerten. Auf GameFAQs, Google und vor allem auf Metacritic, wo es neben Claire Obscure für besonderes Aufsehen sorgt. 13 Jahre nachdem das Meme zum ersten Mal ins Leben gerufen wurde. Handheld Games ehemaliger Technical Artist Akio Segawa wird bis heute von dem Meme verfolgt, weil seine Kinder mit Tränen in den Augen ihren Freunden berichten, dass er mit für das Spiel verantwortlich ist. Keine Arbeit, auf die er stolz ist, aber eine, die damals seine Miete bezahlte. Segawa beschreibt Handheld Games als Projekt Fleischwolf mit geradezu lächerlichen Deadlines für ihre Spiele. Genau wie ihre anderen Titel durfte auch Cory in the House nicht länger als 7 Monate in der Entwicklung verbringen und setzte die Verantwortlichen damit unter erheblichen Druck. Die daraus resultierende Frustration vereint die Entwickler aber auch. Durchgängig gemeinsam durchs Feuer zu gehen, schmiedet starke Beziehungen. Die ansonsten unbekümmerten jungen Leute machen das Beste aus ihrer Arbeitssituation und finden eigene Methoden, um Dampf abzulassen. Sie gehen in die Kneipe, verprügeln sich auf dem Parkplatz mit LARP-Waffen, stehlen Schlitten von einer Nachbarfirma, um einen Hügel herunterzubrettern, halten ein Frühstück-Sirup-Wetttrinken ab oder finden heraus, wer von ihnen mehr Tierkekse vertragen kann. Verantwortliche, die genau wie Animator James Lutz frisch vom College kommen und im wilden Westen der frühen 2000er geradezu freiwillig für unbezahlte Überstunden unterschreiben. Mit 3 Monaten mehr Berufserfahrung als der Rest des Teams qualifiziert ihn das als Leiter des Projekts. Und er muss sich einiges einfallen lassen, um ein komplettes Spiel in wenig mehr als einem halben Jahr umzusetzen. Vor allem muss er sich gründlich in den digitalen Schubladen des Studios umsehen. Die Minispielsammlung, die Cory in the House am Ende des Tages ist nichts anderes als eine Sammlung von Elementen, die aus anderen Projekten liegen geblieben sind. Lutz gibt sogar zu, dass das nicht nur auf die Minispiele, sondern das gesamte Spiel zutrifft. Alles, das man im Game antrifft, ist nichts anderes als neu verkleidete Ersatzteile und Techniken, die das Studio bis dahin für ihre anderen DS-Titel verwendet. Angesichts der Umstände sind die Entwickler zufrieden mit dem Ergebnis, das sich immerhin ein wenig hinter den überwiegend neuen Grafiken verstecken lässt. Doch in den vergangenen 7 Monaten hat sich viel getan und gerade die Qualität von DS-Titeln zieht gehörig an, selbst im Lizenzspielerrahmen. Es braucht ein paar Spiele und vor allem deren vernichtende Rezensionen, bis die Desillusionierung beim Team einsetzt und ihr Mindset sich ändert von dem Wunsch, ein möglichst respektables Produkt abzuliefern, zu der Einstellung hin, einfach nur noch ihren Job zu erledigen. Wahrscheinlich gibt man sich auch deswegen keine Mühe mehr, die bereits erstellten Kostüme für Cory, unter anderem als Raven, nicht mehr im Spiel unterzubringen. Wie ein geradezu willkürlich zusammengewürfeltes Spiel wirkt Cory in the House auch. Und mir fällt es schwer, es in ein Genre zu packen. Es gibt geradezu frustrierende Fetch-Quests wie in einem Rollenspiel. Es gibt Stealth-Passagen, in denen man sich am Secret Service vorbeischleichen muss. Es gibt eine Schussmechanik, bei der man Gegner mit irgendwelchen Zitronentörtchen betäubt. Und eben die Minispiele, die sich von anstrengenden Rhythmusspielen über die primitivsten aller Minispiele erstrecken. Alles gepolstert mit jeder Menge Dialogen, die noch dazu, wie eine echte Sitcom, von einer Lachkonserve begleitet wird. Es ist aber definitiv nicht das schlechteste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Und ich kann sogar verstehen, dass man als Kind tatsächlich länger Spaß damit hat.
Das Team von Handheld Games ist inzwischen weitergezogen. Ihr Gründer Thomas Fessler arbeitet noch bei anderen Firmen an Mobile Games wie Nanovour oder Touch Sports, bevor er für Disney und aktuell für Costco an deren Mobile Apps werkelt. Produzentin Deneen McDermott verschreibt sich Video- und Brettspielen, als sie die Storybibel für unter anderem Guild Wars 2 zusammenstellt und inzwischen unter anderem für Funko Brettspiele entwirft. Ihr Produzentenkollege Jerry Pritchard wechselt nach Handheld Games sogar zu Warner Bros., um an Watchmen sowie Herr der Ringe Spielen zu arbeiten, bevor er nach Hawaii zieht und ATV-Touren durch die Landschaft macht. Director of Technical Design Daniel Kerlinski landet beim Mobile-Entwickler Glu Mobile, das von EA geschluckt wird. Designer Adam Butler darf immerhin noch Blockbuster testen, wie Call of Duty Vanguard, Gotham Knights oder Kill the Justice League. Autor Garen Tramis arbeitet fortan freiberuflich, primär für Comics und Fernsehen, bevor er als Concept Artist zurückkehrt für Firewall Ultra, Concord und Death Stranding 2. Director of Development Jake Torsett arbeitet sich zu einem Senior Software Engineer bei Microsoft hoch und stellt nebenbei mittelalterliche Möbel her. Lead Programmer Jonah Hoskins hat eine ähnliche Laufbahn, nur mit mehr Zwischenstopps und weniger Möbeln. Dass die Nostalgie der Disney Channel Generation, die inzwischen erwachsen ist, auch Cory in the House und das Spiel dazu umfasst und beides wieder aufleben lässt, ist für die Entwickler kaum zu greifen, aber eine freudige Entwicklung, denn es sorgt für eine Art Klassentreffen und frischt die Freundschaften von damals wieder auf. Dabei fängt Cory in the House eigentlich perfekt ein, welche essentiell furchtbaren Lizenztitel Kinder in den frühen 2000ern zu spielen bekommen haben. Und dass sie trotzdem eine Liebe zu dem Medium entwickeln konnten. Videospiele sind dieses wundervolle, merkwürdige Medium, bei dem man nie vorausahnen kann, wen man damit doch auf welche Art berührt und was für Erinnerungen man damit erschafft. Selbst wenn es ein kleiner, frecher Junge ist, der Wackelköpfe des Präsidenten verkauft, die anschließend seine gesamte Schule zu hypnotisierten Zombies mutieren lässt. Wenn dich auch andere kuriose Lizenztitel interessieren, dann schau dir doch gerne als nächstes dieses Video über das Kellogg's Game meiner Kindheit an. Eine Lizenz fürs Großartigsein haben meine Kanalmitglieder Retrojäger, Michael, Robin, Mick ist mein Nick, Dr. Tatwaffel, muss mal was sagen, Jürgen, BTD, 22XXD, Neurotactic, da Andi Gaming, Robert, Christoph, Wotan, P9608, Homebrew Raider, Lord Pimpim, Lurgas und Bibi.